Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Es ist Anfang Mai und es ist sehr viel Arbeit im Garten. Die ersten Kartoffeln sind raus, die müssen angehäufelt werden, die müssen gemulcht werden. Im Gewächshaus ist auf einmal viel zu tun, ganz viel in der Anzucht, Pflanzenanzucht ist passiert und das muss ja jemand machen. Also kommt doch gerne mit. Die ersten 3 Kartoffelreihen werden jetzt angehäufelt und gemulcht. Viel Arbeit ist das nicht. Das hat eine Wirkung. Für den ganzen Sommer haben wir wenig zu tun damit. Und nur im September oder August, angefangen natürlich mit August, werden wir die Kartoffeln einfach beernten. Die Mulchschicht natürlich muss immer wieder dazukommen. Jedes Mal, wenn ich was übrig habe, versuche ich dann so viel drauf zu packen, wie es geht. Und das Weißengras rettet gerade dann alles. Die Mulchschicht ist über den ganzen Saison ungefähr 30 cm dick, zersetzt sich nach und versorgt die Kartoffeln mit wichtigen Mineralien und Inhaltsstoffen. Letztes Jahr waren in dieser Kiste die Paprika. Jetzt gibt es da wirklich eine Vielfalt von Weizengras, Zwiebeln, sogar der Mohn wächst in der Kiste. Aber eigentlich wird es demnächst ein Mulchmaterial, weil der Mohn ist überall im Garten und den brauchen wir in der Kiste nicht. Die Erde ist besonders fruchtbar in dieser Kiste, also nehme ich die jetzt zwischendurch für die Anzucht. Dieser Hochbeet wurde letztes Jahr nach dem Sepp-Holzer-Prinzip für ein Hügelbeet gestaltet. Von dieser Technik habe ich im letzten Video erzählt. Da werden unten gröbere Äste und Holzstücke vergraben und nach kommt dann auch eine Humusschicht drauf und es dauert 5 bis 6 Jahre, bis sich das Ganze zersetzt. Die Pflanzen werden dann gleichmäßig mit Nährstoffen versorgt und man hat 5 bis 6 Jahre tatsächlich Ruhe. Die obere Schicht habe ich jetzt etwas abgetragen für die Anzucht und die Erde ist wunderbar und fruchtbar. Die Paprika für das Beet werden vorgezogen und die Kräuter wie Rucola, Melde, Vogelmiere, Zwiebeln, die wachsen tatsächlich hier von alleine und werden nur abgeerntet. Das Weizengras, was sich von alleine auch hier aussamt, wird einfach auch abgeerntet und als Mulchmaterial dann verwendet. Das ist ein Kürbisbeet und da wurde jetzt alles abgeerntet. Das Weizengras wurde jetzt als Mulch verwendet. Das ewige Mangoldbeet ist wirklich jetzt üppig bestückt und wir haben ganz viele Jungpflanzen, die sehr dicht einander sitzen. Die muss man eigentlich ausdünnen und viele entfernen. Was mache ich mit diesen Pflanzen? Die verschenke ich. Die verschenke ich an die Nachbarn, an die Freunde und Menschen freuen sich auch drüber. Vereinzeln muss man jetzt den Mangold, weil wenn er so dicht aneinander wächst, dann werden die Blätter sehr klein bleiben und die Ernte wird nicht so üppig ausfallen. Wenn man wöchentlich das Beet komplett aberntet, wachsen die Blätter nach 7 Tagen nach. Neben dem Mangold sitzt ganz gemütlich auch ein ganz wichtiges Kraut und es verrate ich nicht, welches Kraut das ist. Das sollt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben. Was halte ich da in der Hand? Es wächst überall unter unseren Füßen und ist sehr unscheinbar, sehr mild im Geschmack auch. Ich löse das auf. Das ist die Melde, das habt ihr bestimmt erraten.
Die Melde, die gehört bei uns jeden Tag in den Salat. Das Gewächshaus ist mittlerweile ziemlich voll. Es stehen auch einige Pflanzen auf dem Boden. Die müssen sich erstmal adaptieren. Es sind die Tomaten fürs Gewächshaus, einige Freilandtomaten, die später eingepflanzt werden, wo momentan die Erdbeeren wachsen. Wenn die Erdbeerenernte vorbei ist, da kommen die Freilandtomaten rein. Die Ölkürbisse sind hervorragend gewachsen. Darunter keimt sehr viel Weizengras. Natürlich muss ich das Weizengras jetzt entfernen, damit die Ölkürbisse normalen Wurzelball bilden können. Auch die rote Melde, die ist auch ziemlich invasiv im Garten. Falls ich dieses Jahr eine gute Ölkürbisernte habe, kann ich einen Versuch starten, ein Kürbiskernöl zu pressen. Das habe ich tatsächlich vor. Die Rucola versucht eigentlich im Gewächshaus die ganze Zeit in die Blüte zu gehen. Du kannst es auch immer wieder verzögern, indem du großzügig die Rucola aberntest. Irgendwann mal fängt die tatsächlich an zu blühen. Weil wir so viel Rucola dann im Garten haben, vernachlässige ich die etwas. Die landet dann als Mulchmaterial irgendwo im Gewächshaus. Da, wo der Boden sehr verdichtet ist, wächst Ackerschachtelhalmkraut. Diese Kraut sammle ich jetzt für Teemischungen. Das beugt Nierenleiden vor. Das Kraut ist sehr vitaminreich. Und außerdem mache ich eine Jauche für die Pflanzen gegen Blattläuse und Pilzkrankheiten. Die Kartoffeln sind schon angehäufelt und erstmal werden die mit gröberen Ästen gemulcht und danach mit dem Weizengras. Ein Jahr habe ich ausprobiert, bevor die Kartoffeln dann rauskamen, also gewachsen waren und angehäufelt waren, sofort zum Mulchen. Die Erde ist sehr kalt geblieben, die Kartoffeln brauchten eine Ewigkeit, also müssen die erstmal keimen, angehäufelt werden und dann gemulcht werden. So ist der Ablauf. Von meinem Projekt Ölkürbisse habe ich mittlerweile allen erzählt. Das sind die Nachbarn, die Verwandten und alle möchten jetzt auch Kürbispflanzen besitzen und auch haben. Also heißt es für mich auch noch mal richtig in die Produktion gehen. Ich habe 9 Töpfe und ja, 9 Menschen werden beschenkt. Ich finde das mittlerweile eine tolle Idee, dann auch viele Menschen mit nützlichen Sachen zu beschenken und nicht mit irgendeinem Schnickschnack. Also werden das dieses Mal Kürbispflanzen. Die sind auch gar nicht so spät dran. Ins Freiland werden wir auch irgendwelche reinstecken. Die werden dann zeitversetzt tragen und Hauptsache irgendwann mal im Oktober haben wir eine dicke Ernte für Kürbiskernöl. Das habe ich mir vorgenommen. Vielleicht klappt das nicht, aber spätestens nächsten und übernächsten Jahr werde ich dann auch eigenen Kürbisöl haben und das auch bevorraten. Die Buchen kommen eigentlich auch direkt ins Freiland. Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Aber hier so zur Sicherheit werden auch viele reingesteckt, so eine Platte als Voranzucht, falls es im Freiland nicht so ganz klappt.
Und manchmal mache ich selber Beobachtungen und Entdeckungen. Und das ist die alte Mangoldpflanze vom letzten Jahr. Da sind noch am Stängel Samen dran. Und die Pflanze, die könnte man jetzt beernten. Die wird wahrscheinlich auch nochmal Saatgut tragen. Das ist absolut interessant. Wir haben dieses Jahr die Stängel nicht entfernt. Und ja, vielleicht wird es, ja, eigentlich ist es eine 2-jährige Pflanze, aber das wäre dann ein 3. Jahr. Absolut interessant und spektakulär. Jetzt ist auch die Zeit, das Mulchmaterial zu bevorraten, bevor alle Beete bepflanzt wurden. Und ganze Rasenschnitt, gröbere Abfälle, Gartenabfälle werden dann auf der Wiese getrocknet, um danach die Beete, erstmal die Wege zwischen den Beeten zu mulchen. So trocknen erstmal die Pflanzenreste so ein paar Tage, manchmal liegen sie so die ganze Woche, müssen ein bisschen gewälzt werden. Und nach natürlich die Beete werden gemulcht. Aufgepasst! Ich habe die Erfahrung gemacht mit manchen Pflanzen, wie zum Beispiel Knoblauch, die mögen gar nicht mulchen. Der Knoblauch in dem Jahr, wo ich ordentlich gemulcht habe, ist einfach abgegammelt und kaputt gegangen. Aber das war meine Beobachtung. Erzähl doch mal, welche Pflanzen du mulchst und was deine Erfahrungen sind. Die Mini-Benjeshecke für unser ewiges Mangoldbeet, die Idee stammt nicht von mir. Aber ich führe die weiter und mal schauen, wie ästhetisch oder unästhetisch das hinterher aussieht. Das verrottet dann irgendwann mal nach ein paar Jahren trotzdem. Außerdem hat es einen Effekt. Es beherbergt viele kleine Insekten, die dann auf dem Boden leben und Unterschlupf suchen. Also schaden wird es auf jeden Fall nicht. Die Mini-Hecke dient als Wegbegrenzung für unser ewiges Mangoldbeet. Mit dem Mangold wachsen Knoblauch, Rucola, Brennnessel, Melde und Zwiebeln. Ich glaube, das ist hier Ahorn. Und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, alle Blätter von Birke bis Nadelbäumen auszuprobieren, was mir tatsächlich schmeckt. Und die zarten Spitzen, die schmecken tatsächlich so spinatartig. Gar nicht so übel. Ich glaube, so in geringen Dosierungen in der Gemüsepfanne würde es sogar passen. Ein toller langer Tag neigt sich dem Ende. Und ich muss sagen, diesen Tag durfte ich einmalig genießen und wünsche dir in deinem Garten und in deinem Leben viel Genuss, Gesundheit und Freude an der Natur. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.